Hallo, heute sind wir im Tiergarten Mönchengladbach. Unser neugieriger Bursche hier ist ein roter Nasenbär. Kommen eigentlich aus Südamerika und gehören, denke ich, mit zu den beliebtesten Zootieren überhaupt. Sowohl große als auch kleine Parks halten diese Tierart. Und die sind halt deswegen so beliebt, weil sie in der Gruppe lieben, tags aktiv sind, klettern, laufen, springen, Geräusche machen, miteinander interagieren. Das ist natürlich für die Besucher alles ganz toll. Da klettert gerade einer nach oben. Und auch in der Zoowelt selber für uns kleinere Parks sehr angenehm, weil sie eben durchaus auch Kälte und schlechtes Wetter vertragen. Sie brauchen also kein Warmhaus, sie brauchen schon einen warmen, trockenen, sicheren Schlafplatz. Sind einfach zu füttern, sind nicht gefährlich. Klar können sie auch beißen, aber man kann also ins Gehege reingehen, man kann die Tiere auch so mal untersuchen, wenn irgendwas ist. Ja, und niedlich obendrein. Roten Nasenbären sind nun leider auf der Liste der Tierarten, die als invasive Tierart gelten und eben als Tierart eingeschätzt werden, die in freier Natur hier in Europa sozusagen dann auch Schaden anrichten und einen negativen Einfluss haben. Und das bedeutet für uns als Zoos, dass wir eben die Tiere, die noch da sind, die wir jetzt hier halten, auch weiterhalten dürfen, aber eben die Tierart eigentlich nicht gehalten werden soll. Das heißt, wir dürfen sie nicht mehr züchten und wir sollen sie auch nicht transportieren. Wenn wir also keinen Nachwuchs mehr haben, wir haben unsere männlichen Tiere kastriert, um das eben zu verhindern. Und wenn dann diese Tiere, die wir jetzt hier haben, dann irgendwann mal alt sind und sterben, werden wir also keine neuen bekommen und auch keine neuen selber nachziehen. Und dann wird diese Tierart bei uns aus dem Zoo verschwinden und auch sicher aus vielen anderen Zoos. Und dann wird man sie so sicher nicht mehr sehen. Besonders interessant ist es eigentlich, diese Tiere zu zeigen, weil man gerade an dem Beispiel zum Beispiel der Nasenbären zeigen könnte, was passieren würde, wenn denn diese Tiere entkommen, aus dem Zoo flüchtig wären, sich draußen hier ansiedeln würden und dann eben die Möglichkeit haben, draußen zu überleben. Dazu wären sie nämlich durchaus in der Lage. Wenn sie dann auch noch einen Partner finden, mit dem sie sich vermehren können, dann würden sie also Nachwuchs großziehen und wenn der dann auch noch überlebt, dann hätte man draußen bei uns hier in der freien Natur also eine Population roter Nasenbären, was vielleicht viele erfreuen würde, weil das ja doch ganz niedliche Tiere sind. Aber sie könnten natürlich Schaden anrichten, zum Beispiel bei den Vögeln, die Nester plündern und andere Tiere angreifen und ähnliches. Und alles das könnte man den Besuchern und der Bevölkerung erklären anhand dieser Tierart, was es eben für Vorteile oder Nachteile hat, wenn fremde Arten aus fremden Ländern hier eben heimisch werden und sich entweder integrieren ohne große Probleme oder aber eben Probleme verursachen und auch hohe Kosten. Die Liste ist nicht in Stein gegossen, sondern wird immer mal wieder überarbeitet und die einzelnen EU-Staaten reichen dann eben ihre Vorschläge ein, welche Tiere auf die Liste rauf sollen und welche Tiere vielleicht auch wieder runter könnten, weil das Problem vielleicht nicht mehr so existent ist. Und da wäre es eben wichtig, dass sich unsere EU-Politiker im Parlament einsetzen, dass eben vielleicht doch die Nasenbären und die Waschbären eben wieder von dieser Liste gestrichen werden. Oder aber eine andere Möglichkeit wäre, weil wir natürlich auch nicht wollen, dass diese Tiere in der freien Wildbahn Schaden anrichten,
aber dass man eben uns zoologische Einrichtungen von diesem Haltungsverbot ausnimmt, weil wir unsere Tiere ja hier alle ganz individuell kennen, schippen und natürlich dafür sorgen, dass sie nicht ausbrechen können. Also bei uns kann der Nasenbär eigentlich nicht flüchten, weil in diesem Bärengehege der höchsten Sicherheitsstufe also ein Aussteigen, Klettern oder ähnliches Entweichen fast oder nicht möglich ist. Und selbst wenn mal einer flüchten gehen würde, man ihn eben individuell erkennen kann und wiedererkennen kann und uns zuordnen kann, weil die Tiere sind alle geschippt. Und man kann also genau sagen, Nummer 375 kommt aus dem Tiergarten Odenkirchen und wir sind schuld und wir müssen für die Folgekosten aufkommen und das Tier wieder einfangen und uns darum bemühen, dass es eben draußen keinen Schaden anrichtet und so schnell wie möglich nach Hause kommt. Aber das ist bisher noch nie vorgekommen und ich wüsste auch nicht, dass irgendwo in Deutschland eine größere Anzahl von Tieren frei rumläuft. Unsere Waschbären zum Beispiel, die sind so ein Auslaufmodell hier. Die beiden sind schon sehr alt und sehr lange hier im Park. Die kamen mal als junge Findelkinder, wo die Mutter erschossen wurde und dann die Jungtiere da waren, man nicht wusste, wohin mit denen. Dann hat man die hier aufgenommen, aufgepäppelt. Und die leben ihr ganzes Leben lang schon hier. Und jetzt sind die beiden aber, ich glaube vor 4 waren es mal, übergeblieben und die sind schon so alt, dass wir eigentlich damit rechnen müssen, dass sie also die nächsten Jahre dann irgendwann mal einschlafen und sterben werden. Und dann werden wir keine neuen bekommen. Es ist so, dass wir eben aus anderen Parks, die dürfen nicht mehr nachziehen. Aus der freien Natur gibt es natürlich immer noch Findelkinder und ähnliches, aber die dürfen wir dann nicht mehr annehmen. Obwohl sie ja da sind und keiner weiß, wohin mit ihnen, aber wir dürfen sie dann eben nicht aufnehmen und auch nicht halten. Was natürlich ein bisschen abstrus ist, weil hier in Mönchengladbach eben auch wilde Waschbären leben, die da sind und hier ja eigentlich aus unserer einheimischen Fauna und Flora ja gar nicht mehr wegzudenken sind. Und ob wir dann eben noch 2, 3 Waschbären hier im Zoo halten oder nicht, ist eben ja eigentlich oft nicht zu verstehen oder schwer zu vermitteln. Von daher wäre es eben eigentlich ganz schön, wenn wir die Art weiterhalten und zeigen dürfen und den Leuten eben das Problem mit den Neozonen und den invasiven Arten eben näher bringen können, um sie da aufzuklären und vielleicht eben Vorsorge zu tragen, dass zum Beispiel Haustiere nicht entweichen und was das eben bedeuten könnte, wenn eben bestimmte Vogelarten, Papageien und Sitticharten dann eben sich hier draußen vermehren, flüchtig sind oder auch andere Arten, Insekten oder auch Pflanzen betrifft es auch. Man da vielleicht eben Auge drauf haben sollte, was man pflanzt im Garten. Schreibt jetzt eure Fragen in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like sehr freuen. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, abonniert unseren Kanal kostenlos.